Grüezi und herzlich willkommen auf Vancouver Island. Und auch hier gibt es sonniges und regnerisches Wetter. Doch hier unsere nächsten Stationen. Wir machen Halt in Comox, dann geht's Richtung Mount Washington weiter nordwestlich in den Strathcona Provincial Park, später nach Gold River und zurück in den Elk River Provincial Park nahe Campbell River und zum Schluss dieser Episode sind wir in Browns Bay. Das Camperleben ist purer Genuss, doch es lauern einige kleine Aufgaben. Dazu gehören Einkaufen, Kochen und alles, was dazugehört. Dann den Überblick zu haben über den Energiehaushalt, Wasser, Strom, Benzin, Diesel, Propane, das übrigens nur qualifizierte Fachleute nachfüllen dürfen. Auch die Abwassertanks Grey and Black gilt es im Auge zu behalten. Das ist es aber auch schon und diese Aufgaben belasten zeitlich, außer vielleicht das Einkaufen, kaum. Nun aber genug übers Arbeiten gesprochen, das Vergnügen ruft. Am Fuße des Mount Washington, am östlichen Rand des Strathcona Provincial Parks, starten wir zur Wanderung an den Helen Mackenzie Lake. Der hervorragend ausgeschilderte Weg führt in einer wunderbaren Landschaft an vielen kleinen Seen vorbei. Die Hälfte des rund 10 Kilometer langen Wanderweges führt auf Holzstegen, die andere Hälfte auf normalen Wegen durch Wälder, über Sümpfe und Teiche und Seen herum. Dieser Vogel trägt den Namen Whiskey Jack oder Great Jay. Und weil er vor kurzer Zeit von der Regierung zu Kanadas Nationalvogel bestimmt wurde, ist er nun auch als Canada Jay bekannt.
Ja, ich weiß, es mag etwas abgedroschen klingen, doch es ist wirklich wunderschön, in dieser einmaligen Natur und der absoluten Ruhe entlanglaufen zu dürfen. Der Diademherr, Stellers Jay genannt, sucht sich hier das Futter zusammen, das Wanderer absichtlich oder nicht liegen ließen. Sein nächster Verwandter ist der Blue Jay, der sich jedoch auch gegen ein allfälliges Entgelt absolut nicht zeigen wollte. Unsere nächste Station ist der Campground am Battle Lake, ebenfalls im Strathcona Provincial Park. Bei diesem nahe am See gelegenen wunderschönen Campground befinden sich einige längere und kürzere Trails. Einer davon führt an den Darkest Lake, ein kleiner See, der seine umgebende Landschaft wunderbar auf der glatten Oberfläche spiegelt. Leider hier bei etwas wolkenverhangenem Himmel, aber trotzdem sehr schön anzusehen. Wir fahren auf dem Highway 28 Richtung Westen, nach Gold River. Das Wetter will zwar nicht richtig kooperieren, aber das macht nichts, es passt schon. Gold River liegt an einem der drei Arme des Nootka Sounds, dem Mucholet Inlet. Der Ort wird vom gleichnamigen Fluss durchflossen, an dem einige Kilometer stromaufwärts der Gold Mucholet Provincial Park liegt. Auch wahrscheinlich wegen dem schlechten Wetter haben wir weder Pumas, Bären oder Wölfe gesehen, dafür einige wunderschöne Holzschnitzereien, die uns mit ihrem Dasein dafür entschädigten.
Auf der Fahrt ostwärts zurück nach Campbell River machen wir Halt an diversen herrlichen Orten, so auch am Echo Lake, einige Kilometer vor dem Elk Falls Provincial Park. Und natürlich machen wir Halt bei den Elk Falls. Zuerst allerdings führt dort eine Stahlbrücke über eine Baustelle der BC Hydro, der Unternehmung für Energieversorgung, die hier ein Projekt zur Erhöhung der Stromproduktion aus der Wasserkraft ausführt. Weiter führt der Weg durch eine zauberhafte Waldlandschaft an die Elk Falls Suspension Bridge, von der aus du einen prima Blick auf die Elk Falls genießen kannst. In Campbell River möchten wir vor allem das Hafengebiet etwas erkunden. Auch hier ist BC Ferry für den Transport von und nach Quadra Island zuständig. Ja, und auch er liebt ebenfalls den Blick über das Geschehen hier. Bei einem Spaziergang auf dem Taispit kannst du auch einiges über die Besiedelung der Küstenregion erfahren und neben der Küstenlandschaft auch die Wasserflugzeugbasis bestaunen. Die Campbell River Shoreline Art Society wurde 1997 gegründet. Und einer von vielen positiven Aspekten, die Schnitzereien steigern den Tourismus in Campbell River mit Schnitztouren und weiteren Veranstaltungen. Rund 25 Kilometer nördlich von Campbell River liegt, direkt an der Küste, das Browns Bay Resort. Es umfasst Bootshafen, Campground, Cabins, Restaurant und alles, was dein Herz begehrt, so auch Wasch- und Fitnessräume, Spielplätze und so weiter.
Okay, es ist höchste Zeit für eine waschechte Campers Cooking Show. Sozusagen als Verdauung gibt's noch einige Impressionen von Browns Bay Resort. Interessant auch zuzuschauen, wie die Boote zügig zu Wasser gelassen werden. Es freut mich sehr, wenn du auch beim weiteren Verlauf der Reise mit dabei sein wirst. Kommentiere einfach, was dir gefällt oder was weniger, oder stelle die Frage, die dir zu diesem Thema schon lange auf der Zunge brennt. Auch unterwegs in diesen Gewässern die Schiffe der Alaska Marine Highway System. Wenn du ein Like oder ein Abo hinterlässt, freut mich das ganz besonders. Und drücke einfach die Glocke, dann verpasst du künftig keinen meiner Filme. Auf meinem Kanal sehen wir uns schon bald wieder. Bleib einfach dabei und das Wichtigste, bleib munter.